Ja, neues Abenteuer. Diesmal einmal komplett durch Belgien durch. Ungefähr doppelt so lang wie die letzte durch Luxemburg. Dafür ist es diesmal nicht 40 Grad, hoffentlich. Ich werde es diesmal ein bisschen anders probieren als beim letzten Mal und auch ein bisschen mit der Kamera sprechen, um ja, ein bisschen meine Gefühlswelt zu teilen, weil Wandern ist zu einem großen Teil natürlich sehr schön und auch irgendwie meditativ, wie das, was man im letzten Video viel gesehen hat. Aber gerade diese langen Touren sind manchmal auch ein Kampf. Und ich versuche einfach ein bisschen einen eigenen Stil zu finden. Und genau, schauen wir mal, was das gibt. Regnet. Hat nicht lange gehalten, aber die ersten 2 Tage habe ich mit Regen gerechnet. Es sind übrigens 5 insgesamt, falls ich das noch nicht gesagt habe. Ehrlich gesagt habe ich lieber so ein bisschen Regen als 40 Grad wie beim letzten Mal. Also immerhin. Ich hoffe, dass es sich nicht super doll einregnet und dass es im Idealfall spätestens heute Nachmittagabend irgendwann aufhört. Genau, aber ansonsten, heute soll es regnen, morgen soll es regnen, aber nicht schütten, sondern leichter, normaler Regen. Und morgen auch noch mal ein bisschen und dann sollte es eigentlich die restlichen 3 Tage gut werden vom Wetter. Hoffen wir mal, dass das so ist. Update, hat sich eingeregnet und ist auch mehr geworden. Bin Knie abwärts ordentlich nass. Ansonsten hält mein Regenmantel und ich hoffe auch mein Rucksackregenschutz gut dicht. Ich sollte in ungefähr 8 Kilometern in Olpen sein. Ich hoffe, dass ich zufällig da in der Nähe auch vielleicht irgendwo eine Art Café oder so finde, wo ich die Nähe lassen kann für eine kurze Zeit und vielleicht ein bisschen antrocknen. Ja. Neues Update. Ich bin jetzt in Olpen, also ich habe ungefähr die Hälfte der Strecke von heute schon geschafft. Was ganz gut ist, ich habe mich echt an den Regen gewöhnt. Stört mich nicht so richtig doll, dass ich nass bin. Also ich meine, ohne wäre natürlich geiler, aber schlimm ist es nicht. Ich war in einem kleinen Lebensmittelgeschäft hier gerade, was eher ein Kiosk war, deswegen alles viel zu teuer, aber gut. Das heißt, nächster Schritt, irgendein Dach suchen und was zu essen machen.
vergebens nach irgendwas gesucht, wo ich mich unterstellen konnte. Für einfache Pisten oder so regnet es dann doch jetzt zu doll. Eine Hütte gab es irgendwie nicht. Ich habe mir jetzt das Tarp aufgebaut, auch wenn das heißt, dass ich das dann gleich wieder nass einpacken muss, aber war die einzige Möglichkeit, um jetzt ein bisschen trocken zu sitzen. Für mich gibt es jetzt 2 so 5-Minuten-Tarinen, ein paar Nüsse, ein paar Beeren und so einen Proteinriegel. Und ich habe natürlich schön auch im Lebensmittelgeschäft eine Dose gekauft für heute Abend. Ha, aber ohne Verschluss und ich habe keinen Dosenöffner. Jokes on me. Die letzten 1000 Meter ungefähr Richtung Zielgebiet, nenne ich es mal. Den genauen Spot muss ich mir noch suchen. Aber ich sehe in der Entfernung blauen Himmel. Kleines Fazit vom ersten Tag. Genau, ja, es hat jetzt wirklich, eigentlich seitdem ich hier angekommen bin, aufgehört zu regnen. Ansonsten hat es mehr oder weniger den ganzen Tag durchgeregnet. War nicht geil, aber war weniger schlimm, als ich dachte. Ich habe mich relativ schnell abgefunden mit dem Regen eigentlich. Mir geht es jetzt soweit gut. Meine Schultern tun ein bisschen weh, meine Füße tun ein bisschen weh, aber hält sich in Grenzen. Jetzt gerade ist das Wetter richtig gut. Ich hoffe, es bleibt so über Nacht. Ansonsten hängt die Hängematte aber. Und ich freue mich da, mich gleich reinzubegeben. Ich werde aber jetzt noch ein bisschen hier draußen sitzen, solange das Wetter noch halbwegs gut ist und es hell ist. Ja, und ansonsten war das die erste Etappe, würde ich sagen. Erste von 5. Meine Hose ist jetzt zwar schon fast wieder trocken und mein Pulli auch, aber es ist alles noch so ein bisschen klamm. Ich glaube, ich werde das einfach im Schlafsack anlassen und hoffen, dass sich das mit der Körperwärme alles ein bisschen ausdunstet. Ich esse meinen Couscous noch fertig hier und bis morgen. Morgen es ist ungefähr, ja, es ist kurz vor 6. Ich bin schon ein bisschen wach, bin immer mal wieder wach gewesen, einmal so um 1:30, dann irgendwie 3:30 und dann so seit, ja, weiß nicht, 20 nach 5, halb 6 vielleicht. Overall erstaunlich gut geschlafen, aber ich glaube, Klamotten an lassen hat gut funktioniert, die sind so gut wie trocken. Es ist natürlich jetzt alles ein bisschen klamm, aber ich hoffe, dass ich das ausgleichen kann, ja, sobald die Sonne vielleicht mal scheint. Regenradar sagt für heute ein bisschen Regen an. Jetzt gerade tröpfelt so ein bisschen, das könnte aber auch der Wind im Wald einfach nur sein. Ich werde jetzt ja, gucken, dass ich so langsam hier alles vorbereite und alles einpacke. Und dann geht's auch schon weiter. Mein Körper an sich fühlt sich gut an, meine Schultern, ja, aber geht. Muskelkater ein bisschen in den Schultern, meine Füße fühlen sich gar nicht mehr schlecht an. Also, let's go.
kleines Update, das erste heute. Gerade kommt noch mal ein bisschen die Sonne raus, ansonsten wenig Sonne, aber an sich sehr angenehm zum Gehen so. Ich mag meine Füße auf jeden Fall mittlerweile. Die müssen sich jetzt ein bisschen daran gewöhnen, weh zu tun. Ich bin ja noch ein paar Tage. Genau, ich habe jetzt ungefähr die Hälfte der Etappe heute geschafft, Ticken weniger. Wir haben noch nicht mal 12 Uhr, also das ist gut. Genau, hoffe ich einfach, dass es nachher mal eine ausgedehnte Pause wird, weil die brauche ich langsam. Folgender Weg. Einfach komplett über die Weide scheinbar. Außerdem ist mir aufgefallen, dass mein Komoot irgendwie eine Links-Rechts-Schwäche gekriegt hat, weil es jetzt zweimal nacheinander die falsche Richtung angesagt hat. Man könnte vermuten, dass ich die Links-Rechts-Schwäche habe und deswegen gerade über diese Kuhweide laufe, aber ich habe auf der Karte geguckt und mein Komoot hat irgendwie eine Links-Rechts-Schwäche gekriegt. Jetzt hier am Fluss und kühle ein bisschen meine Füße. Ich versuche jetzt hier ein bisschen noch zu laden, obwohl die Sonne gerade verschwunden ist, was ein bisschen ärgerlich ist. Aber ich esse jetzt erstmal was. Ich habe Baguette und Käse, ich habe einen Joghurt. Ich habe mir einen Dosenöffner gekauft. Die eine Dose, die ich habe und auch für den restlichen Trip sicherlich hilfreich. Genau. So, mal wieder ein Update. Ich habe gerade an einem Rastplatz hier Pause gemacht und meine Füße ein bisschen verarztet. Ich habe auf jeden Fall ja, krass dolle Blasen an den, also unter den Füßen, an den kleinen Zehen besonders und unter dem rechten Fuß an den Ballen. Es ist jetzt nicht viel besser, also weh tut's immer noch, aber ich fühle mich trotzdem ein bisschen gestärkt irgendwie. Jetzt ist es schon relativ spät, 18 Uhr. Dafür, dass ich heute am Morgen so gut in der Zeit war und so schnell auch schon bei der Hälfte war, hat sich das jetzt hinten raus ganz schön verschleppt. Ich hoffe echt, dass ich morgen wieder ein bisschen neue Energie und eine zweite Luft kriege. Habe einen Podcast auf den Ohren, um ein bisschen Ablenkung zu kriegen und werde jetzt einfach versuchen, in den Rhythmus zu kommen. In Straßennähe, aber irgendwie gibt mir das ein bisschen Komfort gerade, irgendwie schön in der Nähe von irgendwas zu sein. Genau, jetzt gibt's lecker Dosensuppe asiatische, das einzige vegetarische, was ich gefunden habe hier im Laden. Top. Und dann passt das und hier hinten geht gerade schön die Sonne unter. Ich bin sehr erledigt, aber die letzten Kilometer, seitdem ich da meine Füße ein bisschen verarztet habe, ging es deutlich besser. Gibt mir Hoffnung für morgen, dass wenn ich ein bisschen ausgeschlafen bin, es dann wieder weitergeht. Boah, ich habe lange nichts mehr so geschmeckt oder gegessen, was so scheiße geschmeckt hat wie dieses Mal hier. Bah. Bah. Genau. Und ich werde jetzt noch ein bisschen hier chillen, bis die Mücken mich zu sehr nerven oder es zu dunkel wird. Und dann lege ich mich hin. Ja, morgen. Es ist jetzt 20 nach 6. Ich
Ich bin um kurz nach 6 aufgewacht, habe tatsächlich durchgeschlafen heute Nacht. Richtig gut. Meine Füße tun immer noch weh, aber das liegt an den Blasen. Ausgeruht sind die, meine Beine fühlen sich wieder gut. Meine Schulter ein bisschen Muskelkater drin, ansonsten geht es, glaube ich. Also ich fühle mich auf jeden Fall ausgeruht. Das mit den Füßen muss ich aber beobachten. Ja, die müssen sich irgendwie, muss ich die noch ein bisschen mehr polstern. Also vielleicht muss ich da zwischendurch dann nochmal neue Pflaster oder mehr Pflaster drauf machen oder was. Ich konnte es nicht wirklich filmen, aber das Problem ist, wenn man mit Komoot Routen selber plant, kriegt man manchmal Wege, die eigentlich keine richtigen Wege sind. Und ich bin hier gerade mehr oder weniger querfeldein so einen Berg hochgeklettert, der komplett rutschig war und nass war und ich musste mich ständig an irgendwelchen Wurzeln und sowas festhalten. Jetzt bin ich komplett tot. Und Wasser neigt sich auch dem Ende zu. Ich hoffe, dass ich bald irgendwie einen Friedhof oder sowas finde, sonst muss ich... Ja. Kleines Update. Bei nächster Möglichkeit rechts. Aber bei mir beginnen so langsam die Zweifel an dem ganzen Bums. Meine Füße sind Fritte mehr oder weniger. Und diesmal fange ich viel früher an zu kämpfen als gestern. Und mein Kopf fragt mich jetzt, wenn ich jetzt schon anfange, wann fange ich dann morgen an? Und wann fange ich dann übermorgen an? Ja, und also... Bin ich sicher, ob ich es schaffe. Bin ich sicher, ob ich es schaffe. Ich weiß nicht, wie gut das auf den Videos rüberkommt, weil ich meistens, wenn ich erledigt bin und fertig bin, nicht so viele Aufnahmen mache. Aber ich habe heute noch 25 Kilometer vor mir, morgen noch 35. Und dann nochmal 20 am Tag danach. Scheiße ist, dass ich mich seit Wochen hier auf diesen Trip freue und wirklich wochenlang so mit Arbeit und Uni davon gezerrt habe, dass ich in ein paar Wochen hier diese Reise machen kann. Und für mich persönlich auch irgendwie, ich gebe sowas ungern auf, aber ich frage mich einfach, wie realistisch es ist mit meinem jetzigen körperlichen Zustand. Obwohl es gefühlt halt nicht meine Ausdauer oder sonstiges ist. Meine Beine sind auch okay, aber meine Füße, ich habe Blasen unter beiden Ballen, unter beiden kleinen Zehen. Jetzt fängt meine rechte Ferse auch an. Also meine Füße tun einfach so weh, dass ich nur so langsam so langsam vorankomme. Ja, ich weiß nicht, ich muss ein bisschen drüber nachdenken. Ich bin mir gerade unsicher, ob es so ein negativer Strudel ist, mit dem ich gerade abdrifte, oder ob es wirklich einfach reicht. Könnte ich es auch mit einem anderen mentalen State gerade irgendwie packen. Vielleicht liegt es am mentalen und am physischen State, vielleicht liegt es nur am physischen. Es geht nach Hause. Es geht nicht mehr.